Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Video von PandaPaw. Dieses Mal, wie ihr schon seht, wieder ein Tutorial und zwar zu Händen, weil sehr viele einfach Probleme mit Händen haben und immer wieder nachfragen, ob ich dann mal erklären kann, wie ich das so mache. Und ja, dann dachte ich mir mal so, wie mache ich das denn jetzt am besten? Also ich weiß noch, ich habe früher auch überhaupt keine Hände zeichnen können. Vielleicht kennt ihr es aus, wer meine allerersten Videos noch kennt, da sind die meisten Hände immer irgendwo hinter Rücken versteckt oder hinter irgendwelchen, weiß ich nicht, Bäumen oder sonst was. Und ich weiß, das machen die meisten so, wenn sie keine Hände zeichnen können. Aber wenn ihr es wirklich lernen wollt, es tut mir leid, euch das sagen zu müssen, aber dann müsst ihr leider üben. Also ich habe tatsächlich früher alle möglichen Versionen von Manga-Büchern ausprobiert, wo erklärt wurde, wie man denn Hände zeichnen kann und irgendwas mit Rechtecken, Kreisen, Ovalen, was weiß ich, kam da zum Vorschein und alle haben es irgendwie anders erklärt. Ich habe jede mögliche Form irgendwie versucht und kam aber trotzdem zu irgendwelchen Roboterhänden oder, weiß ich nicht, Scherenhänden, sonst was. Und ja, im Prinzip lernt man es eigentlich nur gut, wenn ihr eure eigenen Hände beobachtet, sie einfach mal in verschiedene Positionen bringt und versucht abzuzeichnen und euch wirklich klar macht, wo kann ich mir denn irgendwie Hilfslinien setzen? Zum Beispiel jetzt meine Hand ist ein gutes Beispiel, weil es relativ viereckig ist in der Mitte. Also wenn ich jetzt meine Hand hier so hin tun würde, hier hättet ihr euer Viereck und da wären halt dann so Würstchen dran. Also würde das quasi als erstes mal, um das mal zu demonstrieren, natürlich ist eure Hand nicht komplett eckig, sondern immer hier so ein bisschen rund, genauso wie hier. Hier und hier. Also ist es quasi so, so und so. Und dann habt ihr hier, das könnt ihr einfach mal so einen Strich ziehen, so ungefähr in die Richtung. Und dann so einen kleinen Bogen. Und dann haben wir hier einen Finger und da ein Finger. Ja, es ist krüppelig, ich sehe es. Und da haben wir einen Finger und dann noch den kleinen. Den kleinen Finger. Ja, genau. Und dann folgt hier der Arm. Ja gut, ich weiß, das so ungefähr sah meine Hand damals aus, als ich angefangen habe. Und dann müsst ihr im Prinzip nur so die Vorskizze wegradieren. Ihr müsst bei den Fingern immer aufpassen, dass sie unten nicht zu weit auseinander gehen und oben nicht zu weit zusammen. Und beim Daumen, je nachdem wie ihr ihn haltet, also es kommt wirklich auf die Beobachtung drauf an. Ihr müsst ganz viel einfach Hände beobachten, zeichnen, Einzelteile zeichnen, wie zum Beispiel Daumennagel oder irgendwie hier so, wie es sich rundet, die Falten, zum Beispiel hier drin diese Falte oder das, wenn man die Finger so krümmt, ich weiß gar nicht, ob ihr es sehen könnt, so, dass dann hier eben so ein Dreieck drin ist. Solche Sachen eben einfach beobachten und immer wieder zeichnen. Und genau jetzt bei unserer Hand von vorhin haben wir hier jetzt schon mal die Grundform. Und dann könnt ihr in die Details gehen. Hier habe ich zum Beispiel bei meiner Hand so eine kleine Ecke. Dann geht es hier hoch. Oh Gott, was mache ich denn? Und dann geht's Hilfe. Da versuche ich euch was zu erklären und dann wird's. Aber gut, ihr wisst, wie ich es meine, gell? Und dann kommt hier so ein kleiner Bogen und dann hier wieder so rein. Genau, und dann ist hier die Handfläche. Und dann geht's da hoch.
um die Kurve. Dann wird es hier etwas dicker immer, weil hier ja überall Knöchel sind. Das müsst ihr euch ja denken, dass hier Knöchel drin sind. Genauso wie da einer drin ist und hier. Und da sind eben so die Knochen dann drin. Es hat im Prinzip auch sehr, sehr viel mit Anatomie zu tun. Aber ich selber habe auch nicht wirklich Ahnung von Anatomie. Deswegen fange ich gar nicht erst irgendwie an, euch das zu erklären. Und dann haben wir hier den zweiten Finger. Und dann haben wir hier immer bei den Fingern so ein kleines Häutchen dazwischen. So. Und dann haben wir hier noch einen Finger. So. Und dann kommt noch der krüppelige kleine Finger, den kein Mensch irgendwie braucht. Der aber trotzdem da ist. Genauso wie kleine Zehen, die sind auch unnötig. Braucht kein Mensch, sind trotzdem da. Außer vielleicht die Menschen, denen irgendwie ein weiterer Finger fehlt, den man vielleicht brauchen könnte. Für die können diese Finger dann wirklich nützlich sein. Und ja, ich kenne solche Menschen. Das sind sehr liebe Menschen. Fangt gar nicht an, diese Menschen irgendwie zu beleidigen. Genau, und bei mir, weil ich jetzt meine Hand hier so saublöd halte, entsteht hier noch so eine Falte. Irgendwie so voll die Omi-Falte. Und genau, dann seht ihr ja schon, wenn wir jetzt hier dieses ganze Nicht-Detailzeugs wieder wegmachen. Dim, dim, dim. Fast geschafft. So, dass wir hier eine sehr krüppelige Hand haben. Einfach wahrscheinlich, weil es meine Hand ist. Wenn ihr eure Hand zeichnet, wird sie bestimmt schöner. Genau, und dann könnt ihr... Dann könnt ihr hier eben noch so Details einsetzen wie Fingernägel. Dann sieht es auch noch mehr nach Hand aus. So. Und so. Und so. Und so. Und dann eben hier seht ihr ja auch, dass da so Knöchel drin sind. Das fühlt ihr auch, wenn ihr drüber fahrt, dass da so kleine Huckel sind, wenn man jetzt nicht von Knöcheln sprechen will. Und da könnt ihr dann eben so kleine Andeutungen machen. Gerade bei den Männerhänden sind die dann meistens mehr ausgeprägt. Genau, und dann hier eben noch diese Details reinmachen, wo sich die Finger dann krümmen. So. Genau, und dann hättet ihr im Prinzip eine Hand. Auch wenn die jetzt ein sehr schlechtes Beispiel ist, weil die hier alle gleich lang sind. Der Mittelfinger muss eigentlich immer der längste sein. So. Und der hier müsste länger sein. Und der hier müsste ungefähr so lang sein wie der hier. Und der hier geht ungefähr knapp über die Hälfte wie bei dem. Und der Daumen geht auch noch viel länger. Der geht ungefähr bis hierhin. Also ihr könnt es ja immer sehen, wenn ihr eure Hand so haltet, bis wohin die Finger gehen müssen. Aber in der Regel ist es so, dass die Hand, die komplette Hand, die Größe von eurem Gesicht ist. Wenn ihr jetzt einfach mal die Hand auf euer Gesicht drauflegt, dann werdet ihr merken, dass hier oben Ansatz vom Stirn ist und hier unten das Kinn. Also zumindest ist es bei der Regel so, beim normalen Menschen ist es halt manchmal auch anders. Also wundert euch nicht, ihr seid jetzt deswegen nicht irgendwie, habt jetzt deswegen nicht irgendwie ein unproportionales Gesicht oder so, aber der ideale Mensch sollte halt so sein. Aber beim idealen Mensch passt der Kopf auch 8-mal in den Körper und das hat auch nicht jeder, also von dem her. Genau, und bei der Hand selber ist es halt so, dass die Länge vom Mittelfinger
die Länge von der Handfläche auch ist. So, so. Okay? Verstanden? Also je nachdem, wie lang euer Mittelfinger auf dem Bild ist, das Doppelte vom Mittelfinger ist quasi die komplette Hand dann. Genau. Und dann, wie gesagt, hier wieder Fingernägel, wenn ihr denn die richtige Länge habt, nicht so wie ich gerade eben. Und jetzt werdet ihr auch sehen, hier Mittelfinger, Handfläche. Jetzt passt's. Genau, und dann des Weiteren einfach immer beobachten, wie man denn Hände zeichnen kann. Auch mal sich trauen, 2 Hände zu zeichnen, die irgendwie so machen, wenn ihr schon ein bisschen Übung habt. Und dann könnt ihr auch anfangen, irgendwie Schatten zu setzen, dass ihr hier zum Beispiel so eine Schraffur anfangt oder halt irgendwie, je nachdem, wie ihr die Schatten immer macht. Also hier das dann eben so... Alter, was ist das für ein Schatten bei meinem Finger? Das ist ja voll unnatürlich hier. Aber ihr wisst, was ich meine, dass dann hier eben einfach so Schatten auftauchen. Dann sieht das Ganze auch nochmal mehr nach Hand aus. Und wichtig ist auch, wenn ihr es jetzt nicht im Manga-Stil zeichnen solltet, sondern wirklich es realistisch machen wollt, wenn ihr so Schraffuren dann macht, solche hier, dass ihr dann wirklich den Formlinien folgt. Das heißt, ihr müsst, je nachdem, wie es gebogen ist, zum Beispiel jetzt hier geht es ja so rein und so rein, müsst ihr halt dann wirklich so runter und Hilfe so hoch wieder. Und nicht einfach irgendwie so und dann noch so, weil dann sieht es wieder zweidimensional aus. Aber ja, so viel zu dem Thema. Wenn ihr wollt, dann könnte ich eventuell noch Tutorials zu mehr Händen machen, also zu mehr Positionen oder 2 Händen oder demnächst kommen wahrscheinlich auch Füße. Und ja, wenn ihr sowas haben wollt, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare oder wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Anregungen oder sonst was. Seid nicht zu scheu, ich beiß euch nicht. Und ja, ansonsten war es das schon wieder für dieses Mal. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zeichnen und wir sehen uns nächste Woche. Bye, bye! So, jetzt kann ich die Scheiße hier auch mal wieder wegmachen.